Stell dir vor, du erkundest eine uralte Ruine einer antiken Zivilisation. Nach einer halben Ewigkeit und sehr viel Arbeit findest du's. Den Beweis, dass es hier tatsächlich intelligentes Leben gab. Ein Schild, auf dem nur Schnitzelvernichter steht. Willkommen bei Carbidox, wo wir Sachen tun, die keinem interessieren. Und heute schauen wir uns wieder 6 verlassene Server an. Angefangen mit Rich Skies. Wie der Name vermuten lässt, ein himmlischer Server. Wortwörtlich. Im Horizont ist nur die Sonne zu sehen. Am Empfang stehen in diesem Haus ein paar verschiedene NPCs. Einer davon bietet den neuen Spielern ein paar kostenlose Werkzeugsets an, um den Start ins Spiel zu vereinfachen. Die beiden anderen NPCs jedoch haben keinen Zweck mehr. Die Befehle, die sie ausführen sollten, gibt es nicht mehr. Und am Marktplatz sind dann noch mehr NPCs, die alles Mögliche kaufen und verkaufen wollen. Unter anderem Spawner für verschiedene Tiere. Es ist ein kleiner, detaillierter Bereich, bei dem alle Marktstände ein bestimmtes Thema verfolgen. Die Farbverkäufer haben einen Stand mit Regenbogenfarben. Die Rüstungs- und Waffenhändler haben eine kleine Schmiedestation. Und die Spawner-Verkäufer haben ein paar Monsterköpfe hinter sich. Hier sind noch ein paar Wägen mit Thun drauf. Bereit, abgeschleppt zu werden. Genau wie ich. Und ich weiß, du und ich, wir sind nur aus einem bestimmten Grund hier. Glücksspiele. Die Lootboxen funktionieren noch. Schlüssel dafür erhält man für das Voten auf einer ausgewählten Serverseite. Oder mit etwas Glück durch Abbauen von Stein. Kommen wir jedoch erstmal zum Spielprinzip. Jeder, der etwas von Minecraft gehört hat doch bestimmt schon mal von Skyblock gehört. Der Spielmodus ist recht simpel. Du bist auf einer schwebenden Insel im Nichts und musst mit den Materialien, die du in deiner Truhe findest, so weit expandieren wie möglich und dabei halt versuchen, das Spiel so weit es geht zu spielen. Um in das Nichts ausbauen zu können, kombiniert man das Wasser mit der Lava so, dass sie sich nicht gegenseitig auslöschen. Man muss das perfekte Gleichgewicht schaffen. Und das hinzukriegen ist gar nicht so leicht, wie es aussieht. Entweder das oder ich bin einfach unfassbar dumm. Wenn man es richtig macht, kriegt man Cobblestones. Und manchmal auch andere Erze. Ehrlich gesagt, dachte ich, das wäre es dann auch schon mit dem Server gewesen. Aber, wie aus dem Nichts ist einfach der Serverbesitzer aufgetaucht und hat sich direkt über Discord mit mir im Spiel unterhalten. Er ist tatsächlich nicht der ursprüngliche Besitzer, sondern hat 2019 die Herrschaft übertragen bekommen, weshalb er natürlich nicht alles über den Server weiß. Doch er glaubt, der Server ist irgendwann 2017 entstanden. Zuallererst hat er mich auf den versteckten Keller im Spawn verwiesen, in dem man von der heimlichen Braumechanik erfährt. Das ist zwischen dir und mir, okay? Erzähl's bitte keinem weiter. Leider ist dieser Prozess sehr ausführlich und ich hatte ehrlich gesagt keine Lust, etwas selber zu brauen. Irgendwann bin ich dann auf die Möglichkeit gestoßen, die Inseln von anderen Spielern zu besuchen. Und so bin ich auf diese Nachbildung von der Five Nights at Freddy's Pizzeria gestoßen, mit funktionierenden Sicherheitstüren. Da man Tierspawner kaufen kann, ist es möglich, automatische Kuhvernichtungsanlagen wie diese zu bauen. Wunderschön, nicht? Dafür, dass das Spiel auf einer so kleinen Insel anfängt, sind viele diverse Bauten zu finden. Alles von Leuten, die seit über 3 bis 6 Jahren nicht mehr online waren. Jeder hatte seine eigene kleine schwebende Insel im Nichts. Und dann gibt es zwischen all denen so eine Insel. Eine massive Base mit sehr vielen Pokémon. Wie sich herausgestellt hat, gehört das hier Rich, dem Serverbesitzer selbst. Einige Gebäude und alle Pokémon am Himmel stammen von alten Teammitgliedern, die seit Jahren keinen Kontakt mehr mit ihm hatten. Und falls du dich über diese massiven Monolithen aus allen möglichen Erzen wunderst, sie dienen dazu, das Level der Insel zu steigern. Das erklärt auch, wieso diese Insel in der Rangliste auf Platz 1 ist. Einen richtigen Zweck für die Level gibt's wohl nicht. Außer du willst der Allerbeste sein, wie keiner vor dir war. Als kleinen Bonus hat mir Rich noch erlaubt, die unfertigen Schusswaffen auszuprobieren. Der Kampf fand in seiner Arena statt. Ausgerüstet hat er mich mit der feinsten Kettenrüstung, einer Schrotflinte, einem Maschinengewehr und das Wichtigste, einer Nerfgun. Die erste Runde war brutal. Ich gegen ein Dutzend Schweinezombies. Aufgrund der überwältigenden Menge waren die Waffen nicht sonderlich effektiv. Doch allein durch mein gutes Aussehen und dem God-Mode hatten die Schweinchen keine Chance. Sie sind der Macht meiner Kugeln unterlegen. Für Runde 2 haben wir einen Gang runtergeschaltet. Er hat statt viele Monster zu beschwören, nur 3 Wither zusammengebaut. Die Viecher hatten nie eine Chance. Den Kampf begann ich mit meinen flinken Bewegungen, um jeden Angriff gekonnt auszuweichen. Bevor ich blinzeln konnte, war der erste Boss schon weg. Völlig geschockt versuchten sich die anderen Wither zurückzuziehen und wegzufliegen. Gegen die ausbruchssichere Barriere hatten sie jedoch nicht den Hauch einer Chance. Voller Panik feuerten die Wither mit ihrer vollen Macht wahllos durch den Raum. So verloren sie mich aus den Augen und damit war es plötzlich nur noch 1 gegen 1. Der letzte Boss bettelte mich um Gnade, doch er wusste, dass es schon längst zu spät war. Damit war es auch geschehen. So war mein ewiger Zorn erloschen und ich konnte endlich auf meiner eigenen schwebenden Insel im Nichts meine Freizeit genießen. Geil. Mad in Craft ist ein französischer Server aus dem Jahr 2013 und als jemand, der kein Wort Französisch spricht, wollte ich dir schon immer sagen, Bon retour dans le Royaume. Perfekter Moment, um über den heutigen Sponsor zu reden. Duolingo
Wir schreiben das Jahr 818 laut der Zeitrechnung des Servers. Ich und ein weiterer Abenteurer sind in diese gut erhaltene Zeitkapsel gesprungen, um der Quelle dieser mysteriösen antiken Sprache auf den Grund zu gehen. Obwohl eine Regel im Forum besagt, dass alle Bauten wie aus dem Mittelalter aussehen sollen, sieht es hier eher aus wie eine Sammlung von Lego-Sets aus verschiedenen Serien. Es gibt hier am Spawn zwar so etwas wie einen mittelalterlichen Marktplatz, aber gleich daneben ist ein Park mit einem Sandsteinhaus, das auf einer Sandsteinplattform liegt, die wiederum von Sandsteinsäulen getragen wird. Auch passend zum Mittelalter fand ich diesen schneebedeckten Eisturm aus Eis, der Eiswürfel verkauft. Oder diesen Weihnachtsbaum mit riesigen Geschenken gleich neben diesem Denkmal aus Quarz, um irgendwas zu gedenken, vielleicht. Und ein kurzes Update zu unserem Team. Einer von uns ist in eine Schlucht gesprungen, um auf ein Pferd zu reiten, weshalb er zurückgelassen werden musste. Sehr schade, etc. etc. In einer kleinen eingemauerten Region direkt am Spawn findet sich diese Rangliste wieder. Keine Ahnung, ob sie aktuell ist. Aber Glückwunsch an Fox Olm oder so für einen Killstreak von 585 Spielern. Als Belohnung werde ich deinen Namen in Word zu meiner Wörterliste hinzufügen. Eine große Ehre. Nach einem kleinen Ritt in Richtung Westen stieß ich auf einen abgesperrten Bereich mit Luxushäusern, die sich alle eine Kanalisation teilen. Die Häuser sind größtenteils leer, was ein Trend auf diesem Server ist. Genau hier ist auch mein gestohlenes Pferd spurlos verschwunden. Einfach so. Muss wohl ein blöder Pferdedieb gewesen sein. Gleich hinter der Hochsicherheitsanlage befindet sich jenseits dieser massiven Mauer ein wahnsinnig schöner Bereich mit vielen verschiedenen Kunstwerken. Jede Struktur hier sieht außergewöhnlich aus, als hätte man jemanden aufgetragen, einfach irgendwas zu bauen. Hauptsache, man kann darin nicht wohnen. Und neben all diesem Zeug auf der Oberfläche gibt es auch den, wie ich ihn nenne, Glasboden. Ich weiß, einfallsreicher Name. Ein Fenster über einem gigantischen Untergrundkomplex. Das habe ich so tatsächlich noch nie gesehen. Ich musste erstmal einen Moment lang staunen, da das vermutlich jemand im Survival gebaut und freigeschaufelt hat. Das hatte etwas Surreales an sich. So wie vom Carbadox und Kumpels Discord. Wir sind kein Kult, Link in der Beschreibung. Etwas weiter weg vom Spawn, ich habe vergessen in welche Richtung, traf ich auf eine 4 Meter hohe Mauer, die ein paar interessante Bauwerke im Inneren versteckt. Und wenn Sie aus dem Fenster schauen, meine Damen und Herren, sehen Sie einen Spieler, der versucht, sich einzuloggen, der jedoch immer wieder nach wenigen Sekunden wieder gegangen ist. Als er mal länger als 2 Sekunden online blieb, habe ich versucht, Kontakt aufzubauen. Einen Moment Ruhe bitte, da muss ich konzentrieren. Wow, ich habe mich noch nie so ignoriert gefühlt. So wie ich eben noch vom Glasboden erstaunt war, so war ich das nun nochmal, nur eben nicht aus demselben Grund. Keine Ahnung, was das hier alles darstellen soll. Diese Stadt hier wurde aber definitiv ganz früh in der Servergeschichte gebaut. Anders kann ich mir nicht diese Kreativität erklären. Und gleich in der Nähe finden wir eine weitere Mauer. Der Baustil ist aber das komplette Gegenteil vom letzten. Alles sieht perfekt aufeinander abgestimmt aus. Und das ist tatsächlich der erste Ort, der wirklich zum Mittelalter passt. Die Pferdeställe sind zum Beispiel simpel, aber man sieht, dass sich viel dabei gedacht wurde, wo was hinkommt und wie viel Platz die Pferde kriegen sollten. Die Stadt vor dem Schloss sieht wirklich schön aus. Hier habe ich zum ersten Mal bemerkt, dass mich Monster gar nicht angreifen. Womit endgültig klar ist, dass ich selber ein Monster sein muss. Sonst hätte ich meinen Kumpel nicht in die Schlucht Ein Weg in das Schloss zu gelangen konnte ich leider nicht finden. Ein Lavasee ist leider eine effektive Sicherheitsmaßnahme. Richtung Norden haben wir 2 interessante Adler auf einem gigantischen Tor, die zu riesigen Türmen führen. So ungewöhnliche Konstrukte, die in den Himmel ragen, sieht man normalerweise nur in Dark Souls. Aber es gibt einen normalen, hübschen Park, 1 Kilometer über der Erde. Von hier hat man einen guten Ausblick auf den Turm von Saurgott, nein, und da wir gerade beim Mittelalter sind. Der letzte Ort hat schwebende, bunte, abstrakte geometrische Formen überall in der Luft. Viele tiefe Löcher ohne richtigen Zweck und eine Basis auf einer kleinen Stange, als wären wir hier in Dragon Ball. So ziemlich alles ist 90% aus Glas gebaut. Und dadurch hat dieses Schlafzimmer den wohl schönsten Ausblick, den man hier haben kann. Schauen wir uns die Website noch genauer an. Es gibt eine Weltkarte, die beinahe unbrauchbar ist. Sie zeigt fast nichts an. Super, oder? Das Forum ist relativ leer für so einen uralten Server. Was darin liegen könnte, dass man sich bewerben muss, um auf diesen Servern überhaupt bauen zu können. Der Server hat übrigens einen eigenen YouTube-Channel. Das erste Video, was 2014 rauskam, zeigt überraschenderweise die Festung mit dem Lavasee, den ich vorhin erkundet habe. Es hat sich dort überhaupt nichts verändert seit 2014. Der Bereich ist noch genau gleich. Der Server ist sehr gut erhalten. Hoffentlich bleibt er das weiterhin. OptiCraft, ein Server voller Hoffnung, Träume und riesige Drachenhintern. Das hier ist der Legacy-Server von OptiCraft, also so eine Art Museum. OptiCraft hat auch einen neueren Survival-Server, doch auf dem spielen die Mitglieder noch aktiv. Das allererste, was ich mir angeschaut habe, ist das Regelbuch und ganz ehrlich, das könnte das Regelwerk aus Cosmo und Wanda sein, so viele Seiten wie das Ding hat.
Der Spawn stellt einen Thronraum dar, mit Schildern, die ich alle gekonnt ignoriert habe, da ich kein Nerd bin. Im Nebenraum erfährt man von irgendeinem Schutzstein, der dein Land gegen fremde Griefer schützt. Ich hatte überhaupt keinen Kontext dazu, als ich das erste Mal gesehen habe. Doch im Shop wird das genauer erklärt. Es sind spezielle Erze, die alle einen unterschiedlichen Radius haben. Desto wertvoller er ist, desto größer ist der Bereich, den er beschützt. Diese Schutzsteine beschützen mich bestimmt auch vor Gefahren auf der Astralebene. Klingt genauso effektiv wie Leute, die auf Etsy Flüche verkaufen. Ja, die gibt's wirklich. Mit den Schildern hier können wir uns 1500 Blöcke in eine Himmelsrichtung teleportieren. Aber schauen wir uns erstmal die Drachen genauer an. Sie sehen sehr besonders aus und haben einen Magen, in den man gelangen kann. Interessant. Unter dem Spawn ist auch schon die Lebensgeschichte vom Spieler GCT Wins 2 zu finden. Er erzählt davon, wie er vor 5 Jahren den Server beigetreten ist, da alle seine Freunde auf den Server gespielt haben. Da er allerdings jung war, hat er ein paar gelangweilten Spielern einen anderen Server empfohlen. Werbung wird natürlich nicht toleriert und so wurde er permanent gebannt. Das hat ihn eine sehr lange Zeit verfolgt. Allerdings vergibt er dem Moderator, der oder die ihm das angetan hat, da das eben der Job eines Moderators ist. Ich weiß genau, wie sich diese Person gefühlt haben muss, da mir damals genau dasselbe passiert ist. Ich wurde auf dem Server Nacktschicht damals permanent gebannt, da ich 2 Blöcke meines Nachbarhauses abgebaut hatte, um reinzukommen. Und ich hatte halt vergessen, die wieder zurückzubauen. Das Einzige, was ich noch von Nacktschicht, so hieß der Server aus irgendeinem Grund, finden kann, ist ihre Facebook-Seite, dessen letzter Post aus 2015 ist. Zurück zu Opticraft. Hinter einem Berg habe ich auch schon das erste Dorf gefunden. Sieht so gut aus, wie man es von einem Noob-Dorf erwartet. Viele bunte Kisten. Doch während die Unterstadt so aussieht, sieht die obere Hälfte auch wie ein Haufen Kisten aus, aber es gibt wenigstens eine Struktur und etwas mehr Kreativität dahinter. Es gibt einen Café, öffentliche Farmen, die richtig gut aussehen, Wohnungen mit einem schönen Ausblick und eine halbwegs schwebende Burg. Es mag dir nicht gefallen, aber so sieht Peak Minecraft aus. Wenn man sich beschließt, sich mit der Hilfe von Warp-Schildern zu bewegen, kommt man zu weiteren Hubs mit einzigartigen Bauten. Der Norden beherbergt die Freiheitsstatue und eine sehr chaotische Spielerstadt. Alles ist hier drunter und drüber gebaut und ich habe keine Ahnung, wo ein Haus anfängt und die Landschaft aufhört. Zwischen all dem Chaos ist allerdings diese Villa mit vielen Räumen, die sich von all den anderen hervorhebt. Sie ist nicht unbedingt was super Besonderes, aber verglichen mit dem Rest ist das wirklich gut. Und wenn wir bei Hervorhebung sind, dieser Turm hebt sich wortwörtlich von allen anderen ab. Zu diesem Zeitpunkt fand ich die Liste der Warp-Punkte, von denen es viele gab. In Mewtwo's Arena befindet sich eine Statue von Mewtwo, eine Pokémon-Arena und etwas, was wie ein DNA-Strang aussieht. Oder dieses coole Schwert aus Majora's Mask. HB Mansion, was, wie sich herausstellt, Herobrine's Mansion ist, war mein persönliches Highlight. Das ist eine exakte Kopie von der gleichnamigen, legendären Map. Die Map habe ich mal in einem alten Video durchgespielt, wenn du dich dafür interessierst. Aber ich muss dich warnen, das Video ist schon etwas älter und ich würde es heutzutage nicht so hochladen. Als nächstes schaute ich mir Herobrine's Keep an, also auf Deutsch Herobrine's Festung. Und ich kann dazu nur unglaublich sagen. Von außen und von innen wunderschön. Sie ist so beliebt, dass das einen eigenen Artikel auf der Server-Website hat. Es hat nicht nur eine massive Halle in der Mitte, sondern auch eine detaillierte Bücherei links und rechts. 4 Schlafzimmer für die Gäste sind auch da. Das ist 2013 gebaut worden. Zu diesem Zeitpunkt konnte mein 13-jähriges Ich vielleicht gerade so ein flaches Dach bauen. Schauen wir uns jetzt den Member-Spawn an. Hier darf man nur bauen, wenn man sich im Forum dafür beworben hat. Direkt zu Beginn ein exzellenter Pavillon mit Kronleuchter. Sieht fabelhaft aus. Außerdem ist ein Park mit einer riesigen Engelsstatue im Zentrum. Verdammt cooles Schwert. Das hier ist womöglich der alte Shop gewesen, der heute nur noch als Deko dient. Gefällt mir viel mehr als der andere, auch wenn er nicht so kompakt und übersichtlich ist. Das kleine Dorf nebendran hat 4 Yachten, die alle von sich aus größer sind als die meisten anderen Häuser. Keine Ahnung, wer von den Bewohnern also sich diesen Luxus leisten konnte. Über diesen Unterwassertunnel gelangt man auf eine private Insel, die ganz hübsch ist. Und irgendwann bin ich von allen Orten in Stuttgart gelandet. Ich hätte mit vielen gerechnet, aber bestimmt nicht damit. Ich weiß nicht, ob der Ort ein detaillierter Nachbau von Stuttgart sein soll. Es ist super schwer, das miteinander zu vergleichen, da Stuttgart riesig ist. Es ist jedenfalls absolut unfertig. Das hier ist nämlich das größte Projekt auf dem Server. Es nimmt etwa 5% der Karte in Anspruch. Auf diesem Server sind 15 Jahre Content zu finden. Unglaublich. Versetze dich in folgende Situation. Du wanderst für ein paar Stunden durch einen unangetasteten Wald. Hast keine Nahrung, keine Werkzeuge und kein Ziel. Plötzlich bemerkst du etwas Merkwürdiges. Hinter dir steht ein riesiger Steinzylinder, der vor wenigen Sekunden noch nicht da stand. Das ist mir nämlich vor wenigen Minuten passiert. Na gut, das war vielleicht nicht ganz die Wahrheit. Ich habe diesen Zylinder wirklich erst nach 30 Minuten zufälligen Rumwandern gefunden. Er war sehr weit weg vom Spawn.
Ich kann auch fast nicht glauben, dass ich genau in die Richtung gelaufen bin, wo das Ding stand. Durch die Öffnung im Boden ist es ganz einfach zu den Wasserfällen zu gelangen, die den Weg nach oben ermöglichen. Aber oben ist offensichtlich nichts gebaut. Richtig? Hier schlummert ein Haus. Ein sehr detailliertes Haus. Warum es hier ist? Keine Ahnung. Doch es ist wirklich gemütlich. Der Eingangsbereich hat eine Pflanze, ein Bücherregal und ein Kamin. Daneben ist die Küche ohne Küchengeräte. Einmal umdrehen und man kommt zum Balkon, was die einzige Möglichkeit bietet, in das obere Stockwerk zu gelangen. Dann stehen oben ein weiterer Balkon, eine Bücherei mit rotem Teppich und ein Schlafzimmer für uns bereit. Um das Gebäude herum befindet sich außerdem ein Brunnen und eine kleine Mauer, die von der großen Mauer umgeben ist. Und das ist alles, was sie geschrieben hat. Ein sicheres Plateau mitten im Nichts. Keine Monster, keine Gefahren und nur ich allein mit meinen Gedanken. Oh nein, nein, lass mich hier raus! Na, was haben wir denn hier? Ein sauberer, unangetasteter Server. Ich freue mich jedes Mal über solche seltenen Funde. Ist wie eine Curly Fry in meinen Pommes zu finden. Zwar sieht das Haus, in dem man spawnt, kaputt aus, doch ich glaube eher, dass es einfach nicht fertig gebaut worden ist. Gleich dahinter ist nämlich ein weiteres Haus ohne Dach. Und es fehlt tatsächlich fast nur das Dach. Also ist hier definitiv nichts zerstört worden. Hier ist außerdem ein Schild mit den Worten Hile Buddler drauf. Das ist laut Google luxemburgerisch. Behalten wir das mal im Hinterkopf. Wenn wir vom Hauptausgang rausgehen, kommen wir dann zu Noggis neuem Haus. Daneben steht ein Schild, auf dem LOL steht. Keine Ahnung wieso. Das Haus sieht richtig gut aus. Und nicht nur das, der Keller ist kompakt gebaut und hat viel Lagerplatz und Utility. Man hat sogar den Platz für eine Pflanze gefunden, meine Damen und Herren. Eine Pflanze. Wenige Meter nebendran ist nochmal ein unfertiges Grundstück. Wobei eigentlich nur das Glas fehlt. Was mich aber wirklich verwundert hat, ist die Ranke, die in den Himmel führt. Oben ist rein gar nichts. Und kommen wir nun zum besten Kunstwerk hier. Diese wunderbare Villa. Ja genau. Dieses Meisterwerk, errichtet aus kunstvoll gesetzten Erdblöcken, die in ihrer natürlichen Schlichtheit eine rustikale Eleganz ausstrahlen. Das hier ist das alte Haus von Noggi, womit wir das Rätsel von LOL gelöst haben. Denn das ist schon ein beachtliches Downgrade verglichen mit diesem Zenit der Baukunst. Vor diesem Wikingerhaus sind Kühe und Schweinezombies? Ich gehe davon aus, dass es mal ursprünglich Schweine waren und irgendwann der Blitz eingeschlagen ist, da sie in genau dem Fall in diese Schnuckis verwandelt werden. Die Bude gehört Swiss Fish, also ist das vermutlich ein Schweizer Server. Drin warten Schilder von einem Besucher aus Dänemark. Er bittet um Erlaubnis, um auf diesem Server mitspielen zu dürfen. Es war also tatsächlich jemand hier und hat den Server nicht gegrieft. Unglaublich. Das Haus ist von einem automatischen Kistensortiersystem umhüllt. Hinter fast jeder Wand befinden sich Trichter und Wasser, die Items anhand eines ausgeklügelten Systems in die richtigen Truhen packen. Items, die nirgendwo reinpassen, kommen in den Keller. Apropos Keller, hier unten werden Schafe auf eine unmenschliche Art gefangen gehalten und automatisch geschert. Ein Leuchtturm gehört zu jedem guten Server. Sie haben immer irgendetwas Magisches an sich. Komplett unnötig, doch zur selben Zeit ein Muss. Gerade die Leuchttürme mit funktionierenden Lichtern. Im Blumenviertel, wo die Landschaft so bunt wie noch nie aussieht, werden Eisengolems für ihr Eisen ausgeschlachtet. Augenblick, werden diese Blumen nicht von Golems fallen gelassen? Oh mein Gott, das ist das absolute Böse. Ich bin so stolz, ich brauche einen Moment. Das Beste habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Eine Festung in einem Berg. Von außen fast so beeindruckend wie die Mauern von Eisenschmiede. Doch im Eingangsbereich liegen erstmal ein Haufen Schilder bereit, die wir lesen werden. Google-Übersetzer kann mir überhaupt nicht helfen. Also nehme ich an, es handelt sich hier um einen schweizerdeutschen Dialekt. Ich versuche das aber mal zu übersetzen. Ich habe deine Elytra gebraucht, um selber eine zu finden. Deine hat ja Mending. Darum habe ich dir ein paar Dias als Mietzins gegeben für die Elytra. Für die geile Farm, die du gebaut hast, hast du sie dir verdient. Meisterdetektiv Carvedox hat wieder zugeschlagen. Über den Toren des Heiligen Palastes werden wir gewarnt, nicht einzutreten, da Bauer keinen Einlass kriegen. Da ich jedoch nicht lesen kann, bin ich dennoch eingetreten. Wow, schaut euch nur diese Festung von innen an. Das ist übrigens alles von Menschenhand abgebaut. Unglaublich, was der menschliche Geist alles erreichen kann, wenn er nur stark genug an sich... Die Eingänge links und rechts führen nur in die Minen und zur Spitze des Berges. Heißt, wenn man in diesen Seitenabschnitt rein will, muss man zum Eingang laufen. Der Eingangsbereich gibt mir ehrlich gesagt Horror-Vibes, da nichts weiter außer einem schwarzen Fußboden und 4 Türen hier sind. Die seitlichen Eingänge führen uns zu kleinen Wohnungen und die mittleren 2 führen uns in die obere Etage. Und da oben nicht alles richtig ausgeleuchtet ist, wurde ich angegriffen. Ich versuchte sie so gut wie möglich mit meiner Spitzhacke zu überlisten. Doch es wurden immer mehr. Dann tauchte auch noch ein Babyzombie auf. Als ich dachte, ich habe den Weg zwischen uns vernichtet, überlistete er mich durch den alternativen Weg. Doch letztendlich schaffte ich es zu entkommen.
Ich habe mich geirrt. Das ist sogar deutlich schlimmer als etliche Horror-Games gewesen. Fehlt nur noch der Nether. Zum Glück habe ich mir den als letztes angeschaut. Denn sobald man das andere Portal benutzt, was weiter weg ist, stürzt der komplette Server ab. Man kann nur von Glück reden, dass das meine letzte Station war. Zu schade, dass ich nie erfahren werde, was auf der anderen Seite lauert. Zu guter Letzt ein kleiner Stimmungskiller. Ich will euch das komplette Gegenteil zum vorherigen Server präsentieren. Ein trauriger Anblick. Dieser Server wurde von irgendwem zerstört, der auch noch verlangt, dass die Besitzer sie per Mail kontaktieren, damit sie die Welt nicht löschen. Selbst wenn das wahr ist, dass der Server gehackt wurde, gibt es überhaupt nichts mehr zu löschen. Es ist alles weg. Kein Tier wurde am Leben gelassen, jedes Haus wurde gesprengt und überflutet, die meisten Truhen wurden geplündert und alle Tiere wurden abgeschlachtet. Das ist eine Warnung an alle. Wenn ihr einen Minecraft-Server habt, setzt eine Whitelist. Sonst werden Leute wie diese auf eurem Server auftauchen und alles zerstören, was ihr erschaffen habt. Wenn ihr nicht wisst wie, dann googelt es einfach. Das ist echt nicht schwer. Wow, du hast so lange durchgehalten? Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Ich hätte gedacht, mit der Zeit wird es schwerer, Server zu finden, aber irgendwie gibt es eine unerschöpfliche Menge an Servern, die in den Tiefen des Internets lauern. Naja, ohne dich länger aufzuhalten. Haut rein, Freunde, euer Carbedox.